Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Heute habe ich wieder einige Tipps für Busfahrer, auch natürlich für diejenigen, die noch Busfahrer werden wollen und für die, die das auch schon mal erlebt haben. Ich sag nur, genau, Fahrschein, Drucker, Rolle. Ne? Was es mit diesem Ding auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe eine leichte Erkältung, keine Angst, kein Corona oder so. Eine leichte Erkältung, aber das hält uns ja nicht davon ab, wieder neue Videos zu drehen. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn ihr morgens als erstes in den Bus kommt, macht ihr eine Abfahrtskontrolle, Öl, Wasser etc. und. Und manche vergessen aber auch, nach der Rolle zu gucken, ob noch genug Papier überhaupt drin ist. Ganz aktuell ist mir persönlich passiert, ich hatte ein bisschen Stress, ich komme, habe ich da nicht reingeguckt. Normalerweise gucke ich da immer rein, ob da dieser rote Streifen da ist. Wartet, ich habe extra eins noch für euch aufbewahrt, damit ihr das sehen könnt. Seht ihr, ich hole das jetzt aus dem Portemonnaie raus. Das ist von, wann war das? 19.01. Also vorgestern erst passiert. Da ist ja dieser rote Streifen. Ne? Der Vorgänger, der müsste diesen roten Streifen, ja, wenn er das ausgedruckt hat, auch schon gehabt haben und gesehen haben. Aber der gute Kollege oder Kollegin, keine Ahnung, wer das war, passiert aber schon öfter, das ist jetzt nicht nur ein Einzelfall, die sehen das, anstatt direkt die Rolle zu wechseln für den Vorgänger, also für den Nachfolger, damit der, wenn er kommt, nicht diese Probleme hat, wie ich gehabt habe, haben die so gelassen. Und ich, ein bisschen Stress, schnell gestartet, gefahren, alles angemacht. Ich will den ersten Dings verkaufen, ne? Ich denke, komm, verkauf's mal. Auf einmal kommt schon direkt Papierrolle leer. Ich denke, was? Geguckt, wirklich restlos leer. 2 Sachen konnte ich nicht verkaufen. Auf die Schnelle, wo? Normalerweise habe ich immer eine Reserverolle dabei. Das ist jetzt meine, jetzt habe ich mir noch eine geholt. Und die hatte ich vor ein paar Tagen auch schon verbraucht. Ja, jetzt stehe ich da ohne Rolle. Was macht man? Normalerweise im Bus irgendwo versteckt gibt es eigentlich immer Rollen. Entweder hier in einem Kasten drin. Mal gucken, ob der überhaupt hier eins hier hat. Weiß ich gar nicht. Ne, hier ist auch keins drin. Hier ist auch keins drin. Normalerweise passt das hier genau rein. Ich zeige euch das mal eben. Wartet. Ne? Hier kann man das so reinlegen. Normalerweise ist immer so ein Reserve hier drin. Sollte eigentlich der Fall sein. Wie gesagt, es war keins drin. Und ich selber habe auch keins gehabt. Ja, die Fahrt aber schon angefangen. Was macht man bei so einer Situation? Wenn ihr gar nichts habt, ich weiß nicht, ob bei euch in den Betrieben auch sowas gibt. Normalerweise, das sind Notfahrscheine. Ja, die hat man immer dabei für solche Fälle. Oder eben halt, wenn der Drucker mal streikt oder so. Ihr könnt die Leute ja nicht einfach kostenlos mitnehmen. Wenn die zahlen müssen, müssen sie zahlen. Wäre ungerecht zu denjenigen anderen, die eine Monatskarte, Wochenkarte und sowas haben, die einfach umsonst mitnehmen zu lassen. Natürlich ist es gängig, bis man die Dinge ausgefüllt hat und. Ach, der Chef hat heute Geburtstag, komm mal rein. Ich habe heute Geburtstag, komm mal rein. Einfach so mitnehmen ist nicht drin, Leute. Wenn Kontrolleur kommt, sind die Leute dran und der Fahrer auch, weil, wofür sind die Dinger hier da? Damit man die auch benutzt. Wird aber kaum benutzt, weil die Prozedur ist natürlich, ja, hier muss man erstmal Preisstufe ermitteln, dann den Fahrpreis hier drauf schreiben. Dann hat man, ob das ein normal, ermäßigt, Einzelfahrkarte, Erwachsenenkind, Bahncard, Viererkarte und so was alles. Und plus Preiszone, Stadt, Gemeinde. Also bis man das alles ausgefüllt hat, hätte man schon längst ein paar Kilometer fahren können. Also wird kaum gehandhabt. Ich weiß nicht, wofür die Dinger überhaupt dann da sind. Aber ich habe sie immer mit dabei. Habe ich auch, wie ihr sehen könnt, seit 5 Jahren noch nicht benutzt. So, was will ich damit sagen? Also, erstmal gucken, dass im Drucker Papier ist und immer eine Reserve dabei haben. Privat in der eigenen Tasche
und im Bus, wenn da keins ist, auch beim nächsten Mal auch eins hier reintun. Die gibt es vorne bei dem Disponenten bei uns, da kriegt er die. So, wie handhaben wir das denn jetzt mit dem Papier einlegen und so? Machen wir mal ein kurzes Tutorial. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, hatte ich glaube ich aber auch schon mal gemacht. Dann zeige ich euch das mal eben. Reflektiert zwar so ein bisschen, aber ich warte mal, vielleicht kriege ich die Tür ein bisschen so auf. Ich gehe mal so von außen. Vielleicht könnt ihr das besser so sehen. Ja, so ist doch schon angenehmer. Ja, reflektiert auch noch alles, aber ihr wisst ja an eurem Drucker Bescheid, wie das alles geht. Wenn ihr in dem Verkauf seid, Ticketing, Funktion, ne? Und dann gibt es hier Pause beginnen, Schicht beginnen, Zwischenbeleg, Papierrollenwechsel, ja, da drückt ihr dann drauf. Und wenn ihr hier auf OK gedrückt habt, habt ihr 3 Sekunden Zeit, dann hört ihr ein Klicken. Dann müsst ihr hier diese Klappe hier einfach hier hochziehen. Machen wir jetzt mal. Habt ihr gehört? Und zack. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch nicht mehr viel drin. Aber es reicht noch. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Das Einlegen des Papiers und so, das geht dann einfach Papier raus, wenn die sowieso leer ist. Die Rolle so rum rein, das hier abmachen und dann hier durchziehen, dann zieht er das eigentlich automatisch durch. Ich meine, ich hätte noch mal so ein Tutorial gemacht. Also das wäre der Weg, bevor ihr morgens losfahrt. Einfach mal gucken, ist noch genug drin, reicht das noch für den ganzen Tag oder ist das schon auf Reserve, und immer so eine Rolle dabei haben. Ich habe gerade schon von euch gehört, dann zeig uns das doch mal richtig. Okay. Ich habe jetzt die alte Rolle mal hier so rausgenommen, ist nur ein bisschen was drin. Wenn ihr das hier abgemacht habt, den Siegel, da ist auch eine Nummer drauf. Vielleicht könnt ihr das sehen. Ja, die 83607. Die ist normalerweise, kann man die auch eingeben, dann misst er die Meter und so, aber das klappt hier bei uns noch nicht so richtig alles. Dann einen geraden Schnitt. Wenn ihr so eine gerade Fläche habt, wäre natürlich gut. Ansonsten versuchen, umzubiegen, das Papier, und so eine gerade Fläche zu haben. Dann legt ihr das hier einfach hier so rein. So, mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe hier mit einer Hand. Das hier, da wo dieses Metall ist, das ist die Schiene. Da drauflegen, dann zieht er das automatisch. Ich guck mal. Ja, jetzt hat er eingezogen, habt ihr gesehen. Wenn es so ist, einfach nur, wenn ihr die Klappe dann zugemacht habt, macht er auch noch einen Testdruck. Jawohl. Ja, so sieht das aus. Und ist fertig für den Verkauf. Vor dem Fortfahren geschnittenes Papier aus der Schale entfernen, haben wir gemacht. Vorschub, schnelle. So, jetzt haben wir alles offiziell und jetzt können wir wieder verkaufen. Ganz kurz und bündig, schnell erklärt. Ja, und in meinem Fall, was habe ich gemacht? Ich war die 118 am Fahren. Ich weiß, am Schwimmbad, da stehen immer viele Leute von uns und warten darauf, dass die Schwimmfahrten beginnen. Ich schnell da drauf, habe dann Kollegen gesehen. Ich sage, hast du noch eine Rolle? Klar, das hat noch nicht mal eine Minute gedauert. Tür auf, Rolle genommen. Während der Fahrt auch schnell alles eingelegt. An der Ampel kurz. Und habe mir dann so geholfen. Und jetzt habe ich mir natürlich dann einen Nachschub geholt. Den habe ich dann für immer bei mir jetzt in der Tasche für die nächsten Fahrten, wenn mal wieder so etwas ist. Ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wirklich, das kann schwerwiegende Folgen haben. Der will zum Beispiel einer ein Anschlussticket haben, der will einer, okay, Monatsticket können wir ja hier nicht verkaufen, Tageskarte haben und ihr könnt dem nichts aushändigen. Ja, ist natürlich für den Fahrgast auch, der kann ja nichts dafür, wenn du nicht verkaufen kannst, weil du nicht aufgepasst hast und Druckerrolle ist leer. Ne? Und um kein Arbeitsschwein zu sein, Arbeitskollegenschwein zu sein, sage ich mal, auch wenn es mal abends, jeder will ja nach Feierabend immer schnell nach Hause. Wenn ihr merkt, oh, es ist rot, nehmt euch die 1 Minute Zeit für den Kollegen, eben auf, neue Rolle rein. Oder ein Hinweis, pass auf, die Rolle ist gleich leer, ich habe auch hier im Bus keins gehabt oder so, damit der das weiß und nicht einfach losfährt. Beim ersten Verkauf direkt, zack. Normalerweise wird angezeigt,
Rolle bald zu Ende. Aber da, ich weiß nicht warum, entweder war das schon die ganze Zeit, ich habe nur ein Ticket verkauft und leer, auf einmal leer. Naja, kommt schon mal vor. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich so kleine Tipps, wenn es mir wieder selber was passiert, dann fällt mir wieder ein, neue Tipps für euch zu erstellen oder neue Fahrer. Mal gucken, wenn wieder welche kommen, machen wir eine Runde mit denen. Einführung und sowas alles. So, in diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Corona ist immer noch nicht weg, Leute. Was sollen wir machen? Ne? Man sieht sich wieder. Auf jeden Fall. Auf den anderen Kanälen oder hier auf Busfahrschule OE. Ciao, Leute.